Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in welchem ich euch gerne die Funktion des AFL Plus Scheinwerfersystems im Opel Insignia A vorstellen möchte. Bei meinem Insignia handelt es sich um ein Facelift aus dem August 2014 mit dem 2 Liter Dieselmotor und 163 PS. Ich habe die Ausstattungslinie Innovation, welche das AFL beinhaltet. Das AFL arbeitet mit Bieg-Xenon-Scheinwerfern, das heißt, es gibt nur einen Xenonbrenner, der für das Abblend- sowie auch für das Fernlicht verantwortlich ist. Die Umstellung geschieht über eine Klappe im Scheinwerfer. Die Blinker sind mit normalen Glühbirnen und das Abbiegelicht mit Halogenlampen bestückt. Das Tagfahrlicht verfügt wiederum über LEDs und formt die inzwischen bei Opel übliche Sichel. AFL Plus heißt ausgeschrieben Adaptive Forward Lightning Plus, was auf Deutsch so viel bedeutet wie anpassungsfähige Vorwärtsbeleuchtung. Plus, da es die Weiterentwicklung des AFL vom Vectra C bzw. Astra H ist. Das Besondere am AFL Plus sind die 9 unterschiedlichen Lichtfunktionen, welche auch als adaptives Fahrlicht oder intelligente Lichtverteilung bezeichnet werden. Dabei handelt es sich um folgende Funktionen, welche ich nun einmal gemäß Bedienungsanleitung beschreibe. Erstens das Spielstraßenlicht. Wird automatisch bei niedrigen Geschwindigkeiten bis zu 30 km/h eingeschaltet. Der Lichtkegel wird in einem Winkel von 8 Grad zum Straßenrand gedreht. Zweitens Stadtlicht. Wird automatisch in einem Geschwindigkeitsbereich von ca. 40 bis 45 km/h eingeschaltet, wenn vom Lichtsensor eine Straßenbeleuchtung erfasst wird. Die Leuchtweite wird zugunsten einer größeren Lichtverteilung verringert. Drittens Landstraßenlicht. Wird in einem Geschwindigkeitsbereich zwischen ca. 55 und 115 km/h automatisch eingeschaltet. Der linke und der rechte Lichtstrahl weisen eine andere Form und Helligkeit auf. Viertens Autobahnlicht. Wird automatisch bei einer Geschwindigkeit von über 115 km/h und minimalen Lenkbewegungen eingeschaltet. Es wird mit Verzögerung oder bei starker Beschleunigung des Fahrzeugs sofort eingeschaltet. Der Lichtstrahl ist länger und heller. Fünftens Schlechtwetterlicht. Wird automatisch bei einer Geschwindigkeit von bis zu ca. 70 km/h eingeschaltet, wenn der Regensensor Kondensation erkennt oder der Scheibenwischer in Dauerbetrieb ist. Leuchtweite, Verteilung und Lichtstärke werden variabel in Abhängigkeit von der Sicht reguliert. Sechstens dynamisches Kurvenlicht. Der Lichtstrahl wird auf Basis des Lenkwinkels und der Geschwindigkeit mit bis zu 15 Grad geschwenkt, was die Ausleuchtung von Kurven verbessert. Siebtens Abbiegelicht. In engen Kurven oder beim Abbiegen wird abhängig vom Lenkwinkel oder dem Blinkersignal links oder rechts ein zusätzlicher Reflektor eingeschaltet, der die Straße im rechten Winkel zur Fahrtrichtung ausleuchtet. Er wird bei Geschwindigkeiten von bis zu 40 km/h aktiviert. Achtens die Rückfahrfunktion. Wenn die Scheinwerfer eingeschaltet sind und der Rückwärtsgang eingelegt wird, werden beide Abbiegeleuchten eingeschaltet. Sie leuchten für weitere 20 Sekunden nach Verlassen des Rückwärtsgangs bzw. bis beim Vorwärtsfahren eine Geschwindigkeit von mehr als 7 km/h erreicht wird. Neuntens der Fernlichtassistent. Durch diese Funktion kann das Fernlicht bei Nacht und bei einer Fahrzeuggeschwindigkeit von mehr als 40 km/h als Hauptfahrlicht fungieren. In folgenden Fällen wird automatisch auf Abblendlicht zurückgeschaltet. Die Kamera in der Windschutzscheibe erkennt das Licht von entgegenkommenden oder vorausfahrenden Fahrzeugen. Die Fahrzeuggeschwindigkeit ist geringer als 20 km/h, bei Nebel oder Schnee und bei Fahrt in Stadtgebieten. Wenn keine beschränkenden Bedingungen erkannt werden, schaltet das System wieder auf Fernlicht um. Aktivierung. Der Fernlichtassistent wird aktiviert, wenn bei einer Geschwindigkeit über 40 km/h zweimal der Blinkerhebel gedrückt wird, also in Richtung Tacho. Die grüne Kontrollleuchte leuchtet ständig, wenn der Assistent aktiviert ist.
Die blaue Leuchte leuchtet bei eingeschaltetem Fernlicht. Deaktivierung. Blinkerhebel einmal drücken. Darüber hinaus wird die Funktion deaktiviert, wenn die Nebelscheinwerfer eingeschaltet werden. Das Betätigen der Lichthupe bei eingeschaltetem Fernlicht deaktiviert den Fernlichtassistenten. Beim Betätigen der Lichthupe bei ausgeschaltetem Fernlicht bleibt der Fernlichtassistent aktiviert. Beim Wiedereinschaltung der Zündung bleibt die letzte Einstellung des Fernlichtassistenten erhalten. So, das waren also die 9 Funktionen, wobei es einige Broschüren von Opel gibt, in welchen das LED-Tagfahrlicht als eine dieser 9 Funktionen genannt wird. Dafür wird die Rückfahrfunktion eigentlich nicht erwähnt. Wenn ich den Motor starte, gehen die Scheinwerfer bei Dunkelheit automatisch an. Natürlich nur, wenn der Lichtschalter auf automatisch oder auf 1 steht. Wenn man den Motor startet, machen die Scheinwerfer eine sogenannte Referenzfahrt. Diese Referenzfahrt machen sie auch am Tag, wobei man das im Auto sitzend dann nicht verfolgen kann. Während der Referenzfahrt schwenken sie dabei in alle Richtungen und richten sich automatisch aus. Dies ist notwendig, da es gesetzlich vorgeschrieben ist, bei Xenonscheinwerfern eine automatische Leuchtweitenregulierung zu haben. Damit der Gegenverkehr nicht geblendet wird, ermitteln Sensoren an der Vorder- und Hinterachse die Neigung des Fahrzeuges, dies dann auch weiterhin während der Fahrt, zum Beispiel an Steigungen. Auch werden gegebenenfalls Fehler im System erkannt, wenn zum Beispiel ein Scheinwerfer nicht mehr nach links oder rechts schwenkt. Dann leuchtet im Tacho eine Kontrollleuchte für Kurvenlichtprüfen auf. Wenn man nun den Blinker nach links betätigt, schaltet sich das linke Abbiegelicht ein. Gut zu erkennen am gelblicheren Farbton der Halogenlampe. Dasselbe passiert mit dem rechten Abbiegelicht, wenn ich den Blinker nach rechts betätige. Wenn man den Rückwärtsgang einlegt, werden wie schon beschrieben beide Abbiegelichter aktiviert. Dies soll Hindernisse links und rechts beim Rückwärtsfahren besser erkennbar machen. Wobei ich bisher noch nicht gemerkt habe, dass ich dann großartig mehr sehe. Es ist zwar links und rechts neben dem Auto ein bisschen besser ausgeleuchtet, aber beim Rückwärtsfahren ist es eigentlich wichtiger, wenn es nach hinten gut leuchtet. Wobei, da der Insignia 2 Rückfahrscheinwerfer hat, sieht man eigentlich immer gut nach hinten. So, nun werde ich einige Funktionen nochmal einblenden. Mangels Schlechtwetter konnte ich nur das Schlechtwetterlicht nicht testen. Ich hoffe, auf dem Video ist gut zu erkennen, wie sich die einzelnen Funktionen verhalten, desto schneller man fährt.
und das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch das AFL Plus System gut vorstellen, euch einen Eindruck davon geben, auch aufzeigen, wie sich während der Fahrt die einzelnen Lichtfunktionen verhalten und ändern. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal.